Das ist eins der heißesten Tiny House Projekte, die ich je gesehen habe. Es kommt aus der Türkei, kostet 59.000 € und ist ein Riesenhaus. Hier ist Simone Zöller, grüß dich. Hi. Wir sind auf der CMT in Stuttgart diesmal. So ist es, ja. Hast du gefunden? Ja, ich habe es gefunden. Erster Messetag Samstag, heute ist der 14. Gestern war Freitag der 13. Das weiß ich nämlich ganz genau. Wir haben nämlich hier gefilmt. Es ist relativ unscheinbar, es hat ein Metalldach oben drauf. Und ich kann dir eins sagen, ich habe mit meiner Tochter gedreht ganz viele Tiny Häuser und die ist fast ausgeflippt. Die hat gesagt, so eins will ich haben, ich will sofort darin einziehen. Bin ich bei ihr. Bin ich absolut bei ihr. Ich liebe es total. Auch das gefällt mir sehr gut, das Design mit dem Holz und dem Modernen zusammen, super. Sag mal, was haben die Leute an Tiny Häusern? Erstmal ganz ehrlich. Es ist einfach genial, es ist gemütlich, man hat viel mehr Platz als in einem Wohnmobil. Klar, man kann jetzt auch nicht so damit rumfahren wie in einem Wohnmobil, aber ich würde aber gehen hier mit dem. Der ist relativ, ich sag mal, flexibel. Es ist Ladung. Du siehst, hier sind auch die Lampen sind mit dran. Total scharf drauf, das ist unglaublich. Aber keine Chance im Moment. Wir haben es gesperrt, Ja. dass wir es auch gleich mal filmen können. Es sind Riesenfenster drin. Ja. Also natürlich auch für Meeresausblick oder Bergausblick oder was auch immer, genau. Es sieht so klein aus. Wenn wir gleich reingehen, hast du das Gefühl, du bist in einem Wohnwagen? Nee, absolut nicht. Es ist wirklich riesengroß. Und da bist du jetzt drauf. Es ist wirklich sensationell. Es wird in der Türkei, ich guck mal ganz kurz, es wird in der Türkei gefertigt, oder? Das Haus. Hier ist nämlich einer, der ist dafür verantwortlich. Du bist der? Ibrahim. Hallo Ibrahim. Wo wird das gebaut? Das wird in Istanbul gebaut. In Istanbul? Jawohl. Gut, du bist Schwabe, was bist du? Ich bin Schwabe, hier aus Neckarsulm. Aus Neckarsulm, ja. Wenn du mal kurz mitkommst. Das ist ein heißes Gerät, denn ihr habt einen guten Preis allokiert, 59.000 €. Wenn man sieht, da ist eine Inverter-Klimaanlage mit drin, die kann auch kühlen. Die kann auch kühlen, genau. So, ein Blechdach ist drauf, das heißt, das ist alles für die Ewigkeit ein bisschen gebaut, oder? Auf jeden Fall, ja. Also diese Tiny House ist nach holländischen Standard gebaut und es sind die Standards auch sehr hoch, qualitativ. Die Elektrokabeln sind noch einmal, die Leerrohre sind noch einmal feuergeschützt extra. Und ja, Sie sehen, also so in dem Zustand 59, wie gesagt, und voll ausgestattet mit Elektrogeräten, mit Sofas. Da ist alles mit drin, die Klimaanlage mit drin, die Heizung mit drin, eine Inverterheizung von Beko. Jawohl. Also ordentlich ist da, Elektrogeräte, Sofa ist mit drin. Dann Schlafplatz, für wie viele Leute ist das? Für 2? 2 plus 2, also eigentlich ist gedacht für 2 Leute, aber wenn, sagen wir, Enkelkinder da sind oder Kinder, die können da auch unten schlafen, da kann man ausbreiten. Enkelkinder, Simone, das wird in ein paar Jahren bei dir auch der Fall sein, oder? Schauen wir mal. 7 Enkelkinder. Ich habe ja schon 3 demnächst, ja. Was kommt? Sag mal, Thema Baugenehmigung, das ist ja das große Thema. Wenn es ins Baurecht passt, ich sag mal, dann ist das möglich. Oft sind Dachschrägen, es gibt einige Vorgaben. Im Außenbereich geht es gar nicht, muss man oft gar nicht. Aber wenn es ein Bereich ist Baugenehmigung, jetzt gibt es ja eine Sonderregelung unter 50 Quadratmeter, da gelten andere Regelungen. Ja, andere Regelungen, aber das ist auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich und da muss man auch schauen, bei welchen Gemeinde, das müssen wir direkt bei den Gemeinden anfragen. So, du bist ja Schwabe. Wie ist die Reaktion hier? Die Leute wollen hier rein, die strömen rein. Ist das der Mythos Tiny House? Unglaublicher. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, sage ich mal so, die Leute, die kommen eigentlich hauptsächlich wegen dem Caravan, also Wohnwagen. Und die Leute, wo, sage ich mal, im Wohnwagen ihren Camping verbringen und haben mal in so einem Tiny House übernachtet, die wollen dann auch so eins. Ja. Die sagen, nein, das gefällt uns natürlich viel, viel besser. Ist das gedacht, dass man da jeden Tag mitfahren kann oder von der Technik? Von der Technik ist möglich, weil das Fahrzeug ist ja mit Schiff bis nach Italien gekommen und von Italien ist ja gezogen worden bis hierher. Aber so, dass man tagtäglich jeden Tag, glaube ich, nicht. Geht nicht, ne? Okay. 2 Monate hier, 3 Monate hier ist okay. Das geht, ja. Das geht. Simone? Ja, wäre auf jeden Fall mein Ding. So, Licht ist mit drin. Ist das Holz echt hier draußen? Auf jeden Fall, natürlich. Es gibt einen Stahlrahmen hier drunter. So, das Ganze ist natürlich dafür da, damit es auch wirklich lange hält, sich nicht zu sehr verwindet. Aber es kann immer mal beim Transport, Kleinigkeiten können immer mal kommen, oder? Ja, bis jetzt haben wir es noch nicht gehabt, sagen wir so. Fenster aus Kunststoff? Nee, das ist Echtglas. Und zwar, das ist so eine Art, was heißt Echtglas? Das, was... nee, ich meine, die Rahmen sind aus Kunststoff, oder? Ja, die sind Rahmen aus Kunststoff. Okay, also da ist kein Holz, was ich pflegen muss. Nee. Das ist echtes Holz. Das heißt, das würde jetzt eine Patina entwickeln im Laufe der Zeit? Ja, sie müsste halt je nachdem halt ein bisschen dann mit der Holzfarbe drüber gehen, da geht's. So, die Mehrwertsteuer ist im Preis mit drin? Die ist dabei, ja. So, nochmal den Preis. 59.000 mit Elektrogeräte komplett ausgestattet, 65.000 €. Okay, wunderbar. Wir gehen mal rein.
Und du siehst, Hubstützen sind mit drin, dass es auch ja nicht wackelt, weil es wird natürlich hier, wenn es hier drauf ist. Also ich finde den Preis wirklich unschlagbar, wenn man mal bedenkt, was da alles drin ist und so weiter und was ein Wohnmobil kostet. Also ist schon Wahnsinn. So, Vorsicht, nicht original, das wird noch ausgetauscht. Das kommt am Montag. So, und jetzt gucken wir erstmal. Die Türken, es wird in der Türkei gebaut, sind unfassbar tolle Handwerker. Alles in Handarbeit hier. Jawohl, ganz genau. Alles. Also alles in Handarbeit. Durch die Entwertung von Lira ist halt auch so, dass die Preise halt dementsprechend, wenn man umrechnet in Euro, dass es dementsprechend auch sehr, sehr günstig ist hier. Sehr, sehr günstig. Also wenn du guckst, das ist alles massives Holz. Massives Holz, jawohl. Zeig mal bitte, mach mal so eine Schublade bitte auf. Simone, guck dir das mal an. Das ist nicht hier, ich sag mal irgendwas, die ganzen Fronten sind massiv. Das ist da, dann die Tischplatte ist massiv. Ich glaube, die können auch nichts anderes. Die können nur massiv. Ja. Es geht nicht anders. Da unten baut man in der Regel auch so auch die Küchengeräte und sonst, ja. Hast du Licht hier drin noch ein bisschen? Licht haben wir, natürlich. Ja, dann mach noch ein bisschen Licht an. Guck mal hier, das darf natürlich gar nicht fehlen, Simone. Kaffeemaschine. Also für mich dürfte es fehlen. Ich trinke keinen Kaffee, aber für die meisten darf es nicht fehlen, das stimmt. So, die Spülmaschine habe ich schon entdeckt. Jetzt haben wir Licht, ja. Guck mal hier. Electrolux, Spülmaschine mit drin. Mach mal bitte auf, Simone. Kurz mal gucken, Backofen ist hier oben. Also da passt echt einiges rein. Man muss sich ja hier ein bisschen verkleinern. Hier haben wir noch ein Kochfeld. Ein Glaskeramik-Kochfeld hier oben drauf. Guck mal hier unten drunter. Eine Spülmaschine, eine kleine von Electrolux. Wow. Das ist sehr cool. Sensationell. Und das, was ihr gleich seht, ist hier nochmal ein Mineralstoff-Waschbecken hier mit drin. Dann hast du hier automatisch natürlich, ich zeig's mal gerade, Einhebelmischer, der ist hier oben. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich fasse es gar nicht. Ich habe wirklich ins Detail Design hier ausgewählt. Das Ganze soll sein wie zu Hause, oder? Auf jeden Fall, man soll sich hier wohlfühlen, ne? Du hast gemerkt, ich hatte gerade Schnappatmung. Ja. Hast du denn, Ja. So, komm, wir gucken mal hier oben. Auch das ist alles massiv. Siehst du hier schön an den Fronten, was da ist. Möbelverbinder mit drin. Das Ganze soll sich bewegen. Das sind hier oben diese weißen Teile. Siehst du die hinten an der Wand? Ja. Das sind flexible Verbinder. Damit, also wenn sich das Ganze mal bewegt. Auch. Ja, klappern Jawohl, ist ja hier nicht so relevant. Es geht darum, dass die Schrauben nicht rausbrechen. Die sollen sich ein bisschen bewegen können. Und wenn du jetzt mal hier in den Raum reinguckst, guck mal, wenn du dich mal kurz hinten drauf legst, Das ist so gemütlich. dass die Leute mal was zu sehen haben, wenn sie vorbeikommen. Denn die Fensterfront hier, Ja. das ist sensationell, oder? Das ist absolut top. Also so, sie haben halt viel Licht hier drin, ne? Du sprichst auch Türkisch? Ich spreche auch Türkisch, ja. Wenn du mal was sagst, was Nettes. Auf Türkisch. Ja, ich kann es ja nicht prüfen, was du jetzt sagst. Ja. Simone işini çok güzel yapıyor. Was hast du gesagt? Simone macht die Arbeit perfekt. Boah, wie geil. Das ist natürlich wichtig. Du musst die Qualität kontrollieren können in der Türkei. Also ihr habt die Qualitätskontrolle hier. Alle Fahrzeuge, die kommen, werden nochmal gecheckt. Gecheckt. Ich bin auch öfters in der Türkei und kontrolliere das vor Ort natürlich auch. Sensationell. Guck mal hier. Das ist die Treppe, Simone. Guck mal. Und hier ist jede Stelle, die drin ist nochmal hier mit dem Schrank versehen, sodass du auch jeden Millimeter genutzt hast. Hier auch. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, beide Seiten mal öffnest hier, dass wir mal reingucken können. Hier rechts die Seite auch nochmal öffnen. Das ist Kühlschrank. Ich mach's mal gerade. Da ist die Seite. Da ist der Kühlschrank. Das ist ein normaler Kühlschrank, ne? Man kann auskommen. So, und der ist dabei. Der ist dabei. Dann dabei ist theoretisch, das Ding kommt abends auf deinen Stellplatz und du kannst gleich einziehen, oder? Auf jeden Fall. Wir fahren also bis Kunde sagt, ich möchte vor der Haustüre, wir liefern bis Haustüre. Ne? Das ist in dem Preis enthalten. Mehr wird schon alles enthalten. Alle Stufen hier massiv, guck mal. So, dann ist dabei dieses wunderschöne Bad. Das ist jetzt eine Toilette für Festanschluss, korrekt? Jawohl. So, da ging aber auch eine, ich sag mal, Campingtoilette ging auch. Ging auch, ja. Auf Wunsch, wenn der Kunde sagt, ich möchte einen Holzofen oder sonst noch was, nach Kundewunsch können wir auch arbeiten. So, die ersten, die ihr bekommen habt, ja, da musstet ihr noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist jetzt schon wirklich richtig toll anzusehen. Ja, also ja. das ist so, die Qualitätskontrolle macht's. Also du kannst in der Türkei sehr günstig kaufen, aber dann kriegst du auch teilweise Sachen, die natürlich nicht perfekt sind, oder? Richtig, genau. So, du bist ja Deutscher und das Ganze ist dann natürlich ein bisschen, hier muss die Qualität stimmen. Wir arbeiten nach deutschem Qualitätsrecht, ne?
So, ich guck's mal gerade, was da ist. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie behaupte, es wäre so schlimm und so weiter, aber es ist oft so, andere Länder, da kommt es nicht auf einen Millimeter an. Da können auch mal die Stromleitungen Aufputz liegen. Das ist mal so gewohnt, wie es da ist, aber du musst da schon genau hingucken, du musst denen genau sagen, was du willst, oder? Hier, also in unserem Fall muss man sagen, wir machen jeden Schritt gemeinsam durch und das ist eine von der Tiny Häuser, wo es in Seriefertigung läuft. Das heißt, ihr könnt liefern. Wie bitte? Ihr könnt liefern. Wir können liefern. Lieferzeit normalerweise 2 Monate, aber wir haben so viel momentan Nachfrage, da sind wir bei 4 Monaten momentan. 4 Monate. So, und guck mal hier. Immer noch gut. Das ist sensationell. Ist das hier eine Waschmaschine? Ja, Mini-Waschmaschine. Darf ich mal sagen, das ist eine Boot Mini-Waschmaschine. Hast du sowas schon mal gesehen, Simone? Nee, So. Das habe ich noch nie das ist gesehen. mal Das, was Neues. die kommt direkt in mein Wohnmobil rein, ja. Da kann ich dann Richtig cool. das rote Spannbettlaken kann ich dann waschen. Nee, das passt da nicht rein. Aber dann hier ein Steinwaschbecken mit drin. Auch die Platte hier ist massiv. Ja, totschick. Alle Fensterrahmen, die habt ihr aus Echtholz gemacht. Fensterrahmen, ja, Echtholz. Genau. So, Marmoroptik hier drin. Guck mal auf diese kleinen Details hier. Die Nieten. Ja, richtig schön gemacht. Gut, die können es halt nicht anders. Die können nur massiv. Und dann auch die Einlässe. Komm, wir gehen mal hoch. Das ist eine Schiebetür. Mach mal zu, bitte. So, jetzt sind wir endlich los. Ja. Der hört uns aber noch. Okay, mach nochmal auf, bitte. Geheizt wird hier über die Wärmepumpe, richtig? Die Wärmepumpe, ja. So, ist ja schwer im Trend. Genau. Und Aber wenn der Kunde sagt, okay, ich möchte einen Holzofen, können wir auch machen, kein Thema. geht dabei als Hauptofen. Die ist aber sehr sparsam. Isolationswerte, wie sind die hier? Also wir haben Steinwolle, 80 mm, ganz normal. Und wenn Sie sagen, ich möchte 100 mm, wir machen 100 mm, dann wird halt natürlich hier enger. Ne? Außen drauf ist ein Holzgerüst, oder? Ja, Holzgerüst, genau. Und die, ich sag mal, Winkel, die Verbinder und so weiter, wie funktioniert das? Wie wird das verbunden, das Holz miteinander? Also wir haben Schraubtechnik und unsere Schraubtechnik ist so, dass die Muttern nochmal gesichert sind extra und dass da auch wirklich nichts rosten oder nichts loswerden kann. Das Fernsehen ist dabei, oder? Ist dabei, ja. Gut, also da kann ich mich dann hinhauen. Hier vorne hast du ein Sofa, da könnte man auch drauf schlafen, ne? Ja, natürlich. Mach dich gemütlich. So. Die Leute gucken hier. Also hier würde ich mich nicht hinstellen in meinem Tiny House auf die Messe. Wie war bisher die Resonanz in der ersten Stunde? Also absolut top. Die Leute, wie gesagt, kommen und sagen, Mensch, das habe ich sowas, das ist genau das, was ich mir vorstelle. Ne? Also was anderes vom Campingplatz wie ein Wohnmobil hinstellen. Die Leute, wenn sie einmal drin schlafen, die kaufen das dann auch. Was kann ich denn bestimmen? Zum Beispiel die Wand, kann ich die bestimmen, die Tapete? Sie können die Wand bestimmen, Sie können das in Holz haben, ohne die Tapete. In Holz? In Holz, Originalholz. Ich wollte aber das bisschen auch von der Aufwertung, dass hell wird, dass von der Räumlichkeit größer wird, habe ich das mit Absicht so in weiß genommen. Aber Sie können das auch in eine beliebige Farbe in Holz haben. Also das heißt, ich kann das eigentlich frei bestimmen, auch jetzt die Küche, wie ich sie haben will oder so, oder habt ihr schon so eure Einrichtung grob? Sagen wir so, die Küche, das ist unsere Standardküche in dem Maße. Das ist halt so, was am meisten läuft, wo man sagen kann, das ist das, was ich mir vorstelle. Aber wenn Sie sagen, ja, ich möchte andere Farbe haben, kein Thema. Das ist okay. Wer sind jetzt eure Kunden? Also kann man sagen, es sind irgendwie Campingplätze, die Tiny Häuser dann vermieten für Urlauber, oder sind es wirklich auch Privatleute, die sagen, ich will mal 3 Monate irgendwo wohnen? Also sowohl als auch. Wir haben auch sehr viele Privatleute, wo der Mensch, in Deutschland ist halt so mit der Baugenehmigung, ne? Das ist halt das Problem. Es gibt Bundesländer, da ist unter 15 Quadratmeter oder sowas, da ist es einfacher. Was haben wir hier für eine Wohnfläche? Da haben wir 25 Quadratmeter. 25, mit oben. Mit oben, ja. Mit oben, so. Simon, ich doch auch mal gucken. Ja, ich wollte ja schon, du wolltest ja viele Fragen stellen, Simone, deswegen dachte ich mir, ich gucke schon mal rein. Und jetzt haben wir den Test, deine Größe, Simone? 1 Meter? 1,66. 1,66, echt? Bist du nicht größer? Nee. Okay, also 1,66, aber das ist gemütlich, oder? Total. Soll ich deine Tasche abnehmen? Nee, es geht, wunderbar. Das ist der großes Bett. Hier hat man sogar auch noch Platz, um auch noch mal was hier hinzustellen oder vielleicht sogar so ein kleines Schränkchen. Sideboard, ja. Du hast noch richtig Höhe. Die Kommode, die kannst du auch machen. Ja. Die Kommode? Ach. Die hier? Andere Seite? Nach oben. Nach oben. Mal gucken. Pass auf, deine Finger, der Griff ist noch nicht dran, ne?
So. Ja, doch. Ah, der Griff ist noch nicht dran. Gasdruckfeder mit drin. Große Kommode. Du musst dich natürlich reduzieren, Simone. Du kannst jetzt nicht hier mit deinem ganzen Hausstand. Ja. Aber unten sind ja auch noch ein paar Schränke, so ist ja nicht. So, wenn man hier mal runter guckt, da siehst du auch, also du hast einen ganz offenen Raum. Ja. Es ist gut. Das Bettgröße hier, Meter 40? Meter 40 mal 2 Meter. Dicke Matratze. Man liegt gut? Ja. Die ist dabei, die kann man Matratze? ja jede reintun. Also. Die ist dabei. Aber wir haben die so mal reingestellt, dass man von Raumoptik sich vorstellen kann, wenn so eine Matratze drin ist. Ja. Da muss natürlich noch eine Dampfsperre nach unten muss noch rein, aber das ist jetzt nur mal zum Zeigen hier. Also, wenn ich das haben möchte, Lieferzeit normal 2 Wochen, nee 2 Monate. 2 Monate. Und jetzt aufgrund Momentan bei 4 Monate. der wahnsinnigen Nachfrage, Ja, auf jeden Fall. 4 Monate. Habt ihr selbst auch schon drin gewohnt? Also jetzt nicht in dem, aber generell mal Tiny Häuser. Gewohnt nicht, aber drin geschlafen. Ne? Ja. Wie ist das von der Lautstärke? Du hörst da draußen nichts. Nö, also du hörst nichts. Du hörst gar nichts. Im Wohnwagen würdest du jetzt alles hören, mehr oder weniger. Hier hörst du gar nichts. Absolut ruhig. Isolation, das große Thema. Verdunklung, die Verschattung, kann man das bestellen bei euch? Das kann man bestellen. Das kann man auf elektrisch bestellen. Na gut, das wird hier bei dem Fenster vielleicht ein bisschen schwer, oder? Ja, Da kann man vielleicht ein Plissé oder sowas. vielleicht sowas ganz Einfaches geht auch natürlich. Ist hier noch Platz unterm Bett? Kann man das reinmachen? Also das ist ja nur zum Vorzeigen, Sie können da theoretisch ein anderes Bett haben. Also Okay, also zum Rausziehen, wo ich noch Stauraum habe. Länge hier von dem? Länge? Nee, von dem Fahrzeug. 8 Meter. 8 Meter. So. Und der kommt dann mit einer COC, das Fahrgestell mit COC, ich kann es dann zulassen. Hol ich es ab in der Türkei oder bei euch? Nein, wir bringen es bis in die Haustüre. Das kostet wie viel? Das ist im Preis drin. Mit drin. Jawohl. Also 59.000 hast du gesagt? 59.900 inklusive bis zu Haus, wo Sie wohnen halt. Ne? Sehr schön. Komm, wir gehen schnell raus. Mit welchem Fahrzeug kann ich das ziehen? Also das hat ein Leergewicht von 3,4 Tonnen. Da können Sie unterhalb 3,5 Tonnen mit SUV ziehen. Pickup. Pickup. Nicht schlecht. Aber wenn so in dem Zustand voll ausgestattet, sind wir bei 3,9 Tonnen und da brauchen Sie was Stärkeres. Ja. LKW dann in dem Fall, gell? So ein kleiner LKW, ja. Gut. Aber das organisieren wir auch. Wenn Sie sagen, ich möchte 3 Monate hier sein und 3 Monate in Süddeutschland oder Anrufen, ihr bringt ihn ein. Anrufen, wir bringen vorbei. Kein Krass. Thema. Ja. Service. Ist ja so bei dir. Wenn du auf Dreh bist, wieder Filmdreh in Berlin, Monaco. Wär's, ja. Aber warum nicht, ne? So, wenn ich das Haus haben möchte, habt ihr eine Webseite? Wie geht das? Habt ihr einen Prospekt hier, zufällig? Wir Noch haben nicht. noch nicht, weil waren noch beim Aufbau. Unsere Prospekte sind drin. Mietdeal ist, wir haben ja noch Wohnmobil. Also Miet.deal. Miet.deal. So, Deal nicht wie Diele, sondern D-E-A-L, Jawohl, richtig? jawohl. Miet, M-I-E-T.D-E-A-L. Ja. Euer Zertifikat ist abgelaufen. Die Leute haben sich beschwert, ich habe das Video ja hochgeladen. Ja, Ihr müsst ja. das Zertifikat erneuern, aber Der dann Herr funktioniert es. Schmuck Der Herr Schmuck hat es schon heute Morgen. Heute Morgen schon Ja, abgeladen. die Leute sind draufgegangen, also ohne Ende, Ja, ja. weil wir haben das andere Fahrzeug ja gezeigt. Ja. Ja. Ihr habt eine ganz große Community, muss man sagen, an Leuten, die zusammenarbeiten, oder? Jawohl, wir haben mehrere Standorte und deswegen, wir sind hier in Neckarsulm, also hier nicht weit weg von Stuttgart, Neckarsulm. Oh, guck mal, was die Leute hier reinströmen gerade. Ja, das ist Wahnsinn. Weißt du bist jetzt in einem Bereich, hier könnte ich gucken, ohne zu bezahlen, oder? Ja, natürlich. Okay. Vielen Dank, Ibrahim. Ja, und schön. Simone, dein Fazit? Ich lieb's. Mehr kann liebst ich es. nicht sagen. Ja. So, ein Profilzylinder ist hier natürlich drauf. Hier kann man richtig abschließen, auch eine Alarmanlage reinmachen. Und jetzt machen wir es wieder auf. Vorsicht beim Rausgehen. So viel kann ich sagen. Nee, es geht. Es geht. Bisschen wackelig hier. Ich war nur ein bisschen... Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Lust habt, abonniert German Television. Und Simone, vielen Dank. Komm, das machen wir gerade. Ich dachte, das ist mein Part. Dann sagt... Abonniert German Television. Abonniert German Television, denn nur durch euer Abonnement wird es möglich, dass wir so tolle Dokus drehen können, zumindest mal mit Simone, ja, denn die kostet ja ein kleines Vermögen, ja, wenn die hier mal hierher kommt. Aber du machst es eigentlich gerne, das ist schon viel Arbeit, oder? 10 Tage? Ja, schon sehr anstrengend, ja. Ja, ich Vor bin allem anstrengend. Messe, viele Eindrücke. Ja, auch der Sven ab und zu. So ist das. Vielen Dank, Ibrahim. Vielen Dank auch. Bis zum nächsten Mal. Das Tiny House, hat das einen Namen, das Tiny House? Stuttgart. Stuttgart. Ja. Ah, die Schwaben. Tiny House Stuttgart aus Istanbul. So, tschüss, danke.